Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr solche wunderschöne Butterbrottütensterne ganz einfach selber machen könnt. Heute werde ich euch 7 wunderschöne Muster zeigen und für die Butterbrottütensterne habe ich die simplen Butterbrottüten genommen, die man in fast jedem Laden mittlerweile bekommt. Es gibt auch andere Varianten in anderen Farben, die kannst du natürlich auch verwenden. In dem Video werde ich dir heute 7 verschiedene Muster zeigen und für diese 7 Muster gibt es auch eine Schablone, die du unten im Videobeschreibung finden kannst. Für jeden diesen Muster oder für jeden Stern brauchst du jeweils 7 Butterbrottüten. Ich habe für jedes Muster 7 Tüten bereitgelegt und ein Muster dazugelegt. Dann brauchst du Papierkleber und wir werden die 7 Tüten so zusammenkleben. Einfach unten diese Streife und dann so mittig und alle 7 Tüten so zusammenkleben. Und als erstes werde ich diesen Schritt für alle 7 Sterne vorbereiten. Nachdem du die 7 Tüten zusammenbeklebt hast, kannst du mit dem Muster anfangen. Wenn du meine Schablonen dafür verwendest, dann die Schablonen ausdrucken, rausschneiden und dann sind die bereit für die Sterne. Danach dem Muster mit Hilfe von Schablone auf die Butterbrottüte aufzeichnen. Wenn es für dich sehr schwer ist, die alle 7 auf einmal aufzuschneiden, dann kannst du auch 2 miteinander bekleben oder 3 und dann einfach erst die ausschneiden und dann zusammen bekleben. Zum Ausschneiden benötigst du eine gute Schere. Ich sage gute Schere, weil die wirklich Kraft haben muss, um die 7 Brottüten zu schneiden. Ich fand es ziemlich schwer, den dickeren Teil hier am Anfang und am Ende zu schneiden, aber ich würde sagen, dass mit 7 Brottüten schafft man es noch, wenn man eine gute Schere hat. Ich habe auch mir solche Hilfsschnitte gemacht. Ich habe nicht den ganzen Design auf einmal geschnitten, weil ich fand es etwas schwierig, das ordentlich zu machen, wenn ich es direkt komplett ausgeschnitten hatte. Deswegen habe ich einfach so Hilfsschnitte gemacht und dann mit diesen Hilfsschnitten fand ich es viel einfacher, die Muster auszuschneiden. Ich werde hier nur den ersten zeigen, aber das gleiche habe ich auch bei den anderen Mustern auch gemacht. Ich habe keine Muster auf einmal direkt ausgeschnitten, sondern jeder Muster so mit solchen Hilfsschnitten ausgeschnitten. Und wenn du merkst, dass du irgendwo korrigieren musst, dann einfach etwas korrigieren. Wenn du den Muster ausgeschnitten hast, dann wieder so gleich unten und mittig mit Kleber bekleben und dann die 2 Enden zusammenkleben. Und so schön sieht der erste Muster aus. Dann das gleiche mit Nummer 2, unten und mittig mit Kleber bekleben und dann die 2 Enden zusammenkleben. Hier einfach aufpassen, dass die Teile gut zusammenbeklebt sind und an richtigen Stellen. Und so sieht der Muster 2 aus. Dann haben wir Muster 3 und auch wieder erst mit Kleber bekleben und die 2 Enden zusammendrücken. Es kann sein, dass bei manchen von den Sternen die Teile etwas zusammengedrückt bleiben oder die separate Brottüten etwas zusammenbeklebt bleiben. Dann einfach etwas korrigieren, nachdem du alles beklebt hast, einfach nachschauen und nachhelfen, so dass der Stern dann am Ende schön aussieht. Und so sieht der dritte Motiv aus. Dann haben wir Motiv 4 und es wird auch genau gleich wie die anderen beklebt. Was ich noch sagen wollte ist, wenn du auch so einen Kleberstift verwendest und es dir passiert, dass du einen kleinen Fehler machst, du hast es nicht genau beklebt, dann kannst du die Seite noch ganz vorsichtig auseinandernehmen und nochmal bekleben. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Und so schön sieht der 4. Motiv aus. Dann haben wir Motiv Nummer 5 und ihr wisst schon, was passiert. Wir bekleben die auch genauso wie die anderen.
Dieses Motiv hat mir ganz besonders gefallen. Ich war etwas skeptisch beim Ausprobieren, aber es ist wunderschön geworden. Dann haben wir Muster Nummer 6 und dieser ist ein alter Muster, den ich schon letztes Jahr getestet habe. Dieses Mal wollte ich aber etwas mehr Deko dazu machen und ich wollte testen, ob man mit einem Locher auch ein paar Löcher machen kann und meine hat es ganz gut durch die 7 Butterbrot-Tüten geschafft. Wenn du kein Locher hast, dann kannst du diesen Teil auch weglassen. Und danach auch genauso gleich wie die anderen bekleben. Wie schön ist dieser Muster mit den kleinen Herzchen. Es gefällt mir immer noch sehr, auch wenn ich es schon letztes Jahr gemacht habe. Dann haben wir auch den Muster Nummer 7 und ich fand, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn man es ausschneidet. Dann auch bekleben und es ist fertig und ich finde, es sieht wunderschön aus. Wirklich wie eine Schneeflocke. Dann, wenn du alle deine Sterne fertig hast, werden wir noch einen Band oder Schnur befestigen, um die Sterne hängen zu können. Ich habe das mit einem Locher gemacht. Du kannst aber auch einfach mit einem Nadel oder irgend sowas den Loch machen und dann den Schnur oder einen Band befestigen. Ich habe einfach so einen weißen Band genommen, weil ich finde, es passt zu den weißen Sternen. Aber du kannst natürlich jeder andere auch nehmen oder wenn du eine durchsichtige Band oder Schnur findest, dann finde ich, dass es noch besser passt, weil es sieht dann, als ob die Sterne einfach so im Luft schweben. Mir hat das Basteln von Sternen wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde, die alle 7 Motiven sehen wunderschön aus. Ich könnte nicht nur eine wählen, weil die alle so schön geworden sind. Und ich hoffe, dir hat mein Video auch gefallen und dass es dir auch inspiriert hat, um deine eigene Butterbrot-Tütensterne zu machen. Ich finde, die sind auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wenn dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.